Hallo Freunde, herzlich willkommen zum dritten Video meiner Arox Abrollkipper Serie. Was bisher geschah: Ich habe euch das originale B-Modell vom Arox vorgestellt und den hier. Verlinkung habt ihr oben in der Infokarte. Ich habe euch kurz gezeigt, was hat der hier so ohne alles für Funktion, was habe ich geändert, warum habe ich es geändert, was ist dabei rausgekommen. Im Video davor, quasi letzte Woche, haben wir das Ding modulartig zusammengebaut. Auch dazu habt ihr das Video oben in der Infokarte. Heute wollen wir ein bisschen spielen damit. Und zwar Container, 3 Seitenkipper. Coole Sache. Eine Weile hat es gedauert. Verschiedenste Frustrationen dazu. Zwischenvideos findet ihr wie gesagt auch auf meiner Facebook-Seite. Da habe ich die Zwischenstände während des Baus sowohl von dem als auch von den Vollcontainern nochmal mit dokumentiert. Mache ich bei meinen Folgemodellen auch, also gerne immer mal dort mit reingucken. Da gibt es noch Zusatzinfos zu dem, was ihr hier so bei YouTube findet. Was haben wir? Rutschen wir erstmal schon zur Seite. So. Container zum Aufhängen. Ganz normal, hier unten ist eine Schiene und ihr seht ja schon, hier sind ein paar Techniken mit drin. Auch zudem gibt es dann nächste Woche das Bauanleitungsvideo. Ne? Also ich erkläre jetzt bloß die groben Funktionen, warum und wie was sind im Detail, das seht ihr dann nächste Woche. Was kann der auf jeden Fall? Abkippen, nach hinten. Sind hier hinten jeweils die Klappen mit drin. Zum Klappen habe ich hier oben blaue Pins drin. Damit die, sonst würden die hier, also damit die nicht ganz so leicht laufen. Das ist zwar zum Spielen ein bisschen hinderlich, weil man die manuell aufziehen muss. Allerdings, ich habe es auch schon mit Lego probiert, also Lehnteile hier reingekippt. Wenn das hier zu leichtläufig ist, dann schiebt da der Schutt oder was auch immer hier drin ist, die Klappen von der Lehne auf. Das habe ich vermeiden wollen, deswegen die blauen Pins. Ne? Ansonsten, wisst ihr was, wir laden das Ding einfach mal auf. Dann zeige ich euch, was er kann. No, also wir können hier ganz normal ranfahren. Kamera war über den Haufen gefahren. So. Wie gesagt, das ist ein Spielmodell ohne Motoren. Das ist Absicht und das finde ich auch schön so. So, fahrt ihr vorne ran, dann könnt ihr hier den Haken nach hinten fahren. Dann fahren wir hier rückwärts ran, zack. Na, hakt einfach hier ein. Und dann ziehen wir das Ding locker flockig hier hinten hoch. Na, ihr seht schon, ich habe den Haken ein bisschen versteifen müssen hier vorne mit den Zweien, aber wie gesagt, das habe ich euch im Video erklärt letzte Woche dann, damit sich das hier nicht durchbiegt. Hier habt ihr schon den ersten Grund, warum das so ist, weil das Container-Ding ist doch etwas schwerer, als ich erwartet hatte. Und dabei ist das noch einer der leichteren von den 3, die ich gebaut habe. Mitte nicht ganz getroffen. Zieht es einfach hier hoch. So. Platsch. Haben wir hier ein bisschen radieren. So. So sieht es aus. Wunderschöner 3 Seitenkipper. Kippen nach hinten, keine große Überraschung, das geht einfach über den Haken. Ich habe wie gesagt versucht hier Kipp- und Ladefunktion einzubauen, das habe ich dann verworfen, weil es einfach von Platz her nicht ging. Also dann geht er hier rein und dann könnt ihr das Ding hier abkippen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich also für Frustration habe, wie gesagt, seht ihr bei mir auf der Facebook-Seite, dort habe ich die Videos dazu hochgeladen, warum das so ist. Interessanter ist das Kippen. Ihr habt hier links und rechts an dem Container 2 Zahnräder dran. Da kann sowohl nach links als auch nach rechts kippen, je nachdem welche Seite ihr kippen wollt, müsst ihr da entsprechend einen Drehpunkt haben. Eine Arretierung, wo kippt. Und da das sowohl rechts als auch links jeweils entweder freigegeben oder fest sein muss, je nachdem wohin kippen wollt, gibt es hier eine Umschaltung. Das seht ihr hier hinten an den roten Dingern. Ihr könnt da rein und rausziehen. Wie ich das genau umgesetzt habe, nächste Woche ein Bauanleitungsvideo. So. Ich lasse das Ding jetzt mal arretiert hier drin. Das, was nie fest ist, machen wir hier. Also er wird jetzt noch da kippen.
Kann ich einfach an meinen Zahnrädern drehen. So, zack. Na, und dann habt ihr hier Kipper in die eine Richtung. Klappt ihr das Ding wieder zusammen. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl lässt sich das auch ein bisschen ruhiger fahren. Motorisch bin ich da jetzt nicht so dran, oder? Denn das ist die zweite Seite, kippt dann hier genauso. Zack. So sieht es von der Seite aus. Und das ist dann Kipper-Unterseite. 3 Seitenkipper für Schutt, für Erde, für keine Ahnung was. Wenn man die ganzen Löcher, die hier von den Platten sind, oder hier sind ja die Paneele drin. Wenn man hier die Löcher irgendwie zumacht, kann man hier sogar Erde reinkippen. Ich habe extra aufgepasst, dass ich hier eine geschlossene Bodenplatte bilde. Genau, 3 Seitenkipper, mehr ist es eigentlich schon wieder gar nicht. Zack. Abladen ist wie gesagt genau dasselbe, nur Retour. Kippen das Ding einfach hier hoch und dann kann man das hier hinten runterrutschen lassen. Hinten habe ich ein paar Rollen dran. Dann setzt man den einfach hier klassisch ab, so wie sich das gehört. Fährt raus, zack, Haken wieder hoch. Wenn er leer ist, geht es natürlich um einiges schneller. Ding. Und dann kann man hier wegfahren. So sieht es aus. Container Nummer 1, 3 Seitenkipper. Bauleitung. Siehe nächste Woche. In dem Sinne wünsche ich erstmal viel Spaß. Auch mit dem Ding hier. Lasst euch überraschen. Eine schöne Zeit. Und bis zur nächsten Woche. Tschüssi.